Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Tipps für dich, sodass bei der Zucht auch alles reibungslos funktioniert. Achte stets auf folgende Grundvoraussetzungen für die Anzucht. Strenge Hygiene, Zimmertemperatur, ausreichend Feuchtigkeit, genügend indirektes Licht, genug Platz und Raum für die Sprossen im Sprossenglas sowie eine adäquate Luftzirkulation. Um sicherzugehen, dass keine Bakterien oder Pilze entstehen können, solltest du alle Bestandteile deines Sprossenzuchtsets gründlich reinigen, bevor du mit der Anzucht beginnst. Wenn du ein schwaches Immunsystem hast oder schwanger bist, solltest du zur Sicherheit alle Keimlinge und Sprossen vor dem Essen erhitzen und nicht roh verzehren. Es besteht immer ein kleines Risiko, dass sich am Anfang des Keimprozesses Bakterien oder Pilze bilden. Bei ausreichender Hygiene ist dieses Risiko zwar minimal, du solltest aber auf Nummer sicher gehen. Auch wenn deine Welt nicht auf dem Kopf steht, solltest du darauf achten, es bei unserem Keimglas anders zu machen. Denn das Wasser, das nach dem Durchwaschen noch im Glas geblieben ist, sollte langsam abtropfen können, um Schimmel zu vermeiden. Also, bitte nutze die komplette Konstruktion inklusive Metallgestell und Abtropfschale. Sprossen haben eine kurze Haltbarkeit und gehören somit zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. Iss die Sprossen am besten direkt nach der Ernte. Solltest du die Sprossen dennoch nicht direkt verzehrt haben, kannst du sie auch im Kühlschrank lagern. Optimal wäre eine Temperatur von unter 4 Grad. So stellst du sicher, dass eine Vermehrung von Bakterien gestoppt wird. Wir empfehlen dir, die Sprossen maximal 5 Tage zu lagern. Unser Profi-Tipp an dich: Züchte die Sprossen immer in einem Abstand von 2 Tagen und auch nur in der Menge, die du problemlos verspeisen kannst. Vermeide es, die geernteten Sprossen zu lange zu lagern. Iss am besten nur frisch geerntete Sprossen, so garantierst du auch, dass die Nährstoffdichte am höchsten ist. Da jede Sprossensorte ihre eigenen Besonderheiten hat, gibt es auch immer unterschiedliche Dinge zu beachten. Die jeweiligen Infos befinden sich auf der Rückseite unserer Samenverpackung. Orientiere dich stets an unseren Angaben, so bist du generell auf der sicheren Seite. Riechen deine Sprossen komisch oder hast du Schimmel gefunden, solltest du die gesamte Ernte auf den Kompost oder in den Müll werfen. Aber bitte verwechsle die feinen Faserwurzeln, die bei der Anzucht entstehen, nicht mit Schimmel.